In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man für einen Simple Moving Average einen Buy Trailing Stop programmieren kann. Der wird hier anhand der Entwicklung dieses gleitenden Durchschnitts nachgezogen. Schauen wir uns also mal an, wie man sowas in MQL5 programmieren kann. In diesem Video erstellen wir einen Expert Advisor, der einen einfachen gleitenden Durchschnitt für das Trailing Stop Management verwendet. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Der Code beginnt mit der Einbindung der Trade-Bibliothek mithilfe der Anweisung Include, die Funktionen für Handelsvorgänge bereitstellt. Anschließend erstellen wir eine Instanz der cTrade-Klasse, mit der wir Handelsvorgänge ausführen können. In der Funktion onTick deklarieren wir eine statische Variable namens LastStopMovingAverageValue, um den zuletzt berechneten gleitenden Durchschnittswert zu speichern. Wir berechnen den Briefkurs mit Hilfe der Funktion NormalizeDouble mit den Parametern SymbolInfoDouble für das Symbol und SymbolAsk für den Preistyp, um sicherzustellen, dass der Preis entsprechend der Anzahl der Dezimalstellen für das Symbol korrekt formatiert ist. Ebenso berechnen wir den Geldkurs mit Hilfe von NormalizeDouble mit SymbolBid. Als nächstes überprüfen wir mit Hilfe der Funktion PositionsTotal, ob es offene Positionen gibt. Wenn es keine Positionen gibt, führen wir einen Kaufauftrag für 10 Microlots aus, was 0,10 Lots entspricht. Die Parameter für die Kauffunktion umfassen die Losgröße von 0,10, einen Nullwert für den Auftragskommentar, den Briefkurs als Einstiegspreis, einen Nullwert für den Ablauf und einen berechneten Take-Profit-Preis, der 150 Punkte über dem Briefkurs liegt. Nach der Auftragserteilung setzen wir den LastStopMovingAverageValue auf 0 zurück. Anschließend erstellen wir ein Array namens MyMovingAverageArray, um die Werte des gleitenden Durchschnitts zu speichern. Wir verwenden die Funktion ArraySetASeries, um das Array von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Der gleitende Durchschnitt wird mit Hilfe der IMA-Funktion definiert, die den gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage der angegebenen Parameter berechnet. Das Symbol, den Zeitraum, die Anzahl der Zeiträume für den gleitenden Durchschnitt, die Verschiebung, die Art des gleitenden Durchschnitts und die Preisart. Die Parameter für IMA umfassen Symbol für das Symbol, Period für den Zeitrahmen, 500 für die Anzahl der Perioden, 0 für die Verschiebung, Mode SMA für die Art des gleitenden Durchschnitts und Price Close für die Preisart. Wir kopieren die Werte des gleitenden Durchschnitts mit der Funktion CopyBuffer in unser Array, die die Werte des gleitenden Durchschnitts für die aktuelle Kerze und die beiden vorherigen Kerzen abruft. Anschließend berechnen wir den StopMovingAverageValue für Kerze 1. Als nächstes prüfen wir, ob der StopMovingAverageValue unter dem Geldkurs liegt. Wenn dies der Fall ist, prüfen wir, ob er größer als der LastStopMovingAverageValue ist. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, rufen wir die Funktion CheckSumA Buy Trailing Stop auf und übergeben den Briefkurs und den StopMovingAverageValue. Wir aktualisieren auch den LastStopMovingAverageValue auf den aktuellen StopMovingAverageValue. In der Funktion CheckSumA Buy Trailing Stop durchlaufen wir alle offenen Positionen mit Hilfe einer For-Schleife. Für jede Position rufen wir das Symbol der Position mit Hilfe von PositionGetSymbol ab. Wenn das Symbol mit dem aktuellen Symbol übereinstimmt, rufen wir die Ticketnummer der Position mit Hilfe von PositionGetInteger mit PositionTicket ab und berechnen den aktuellen Stop-Loss mit Hilfe von PositionGetDouble mit PositionSL. Anschließend prüfen wir, ob der aktuelle Stop-Loss unter dem StopMovingAverageValue liegt. Wenn dies der Fall ist, ändern wir den Stop-Loss der Position mit Hilfe der Funktion PositionModify, die das Positions-Ticket und den neuen Stop-Loss-Wert als Parameter verwendet, auf den StopMovingAverageValue. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Okay, ich hoffe, das mit dem Kompilieren hat funktioniert. Wenn das zu schnell für Sie war oder Sie nicht verstehen, was die Codezeilen bewirken, ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.